Leute, ich habe mich die Tage mit Müll beschäftigt. Ja, ich habe mich mit Müll beschäftigt. Ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir Dokus angeguckt. Ich bin auf Videos gestoßen von Leuten, die einfach Müll draußen von anderen Menschen aufsammeln, einfach nur um der Natur ihr Respekt zu zeigen. Ich habe mich auch entschlossen, sowas zu machen, weil ich so eine Aktion einfach mega cool finde. Ich mache ein ganzes Video daraus. Ich werde hier an irgendwelche Strände gehen, irgendwelche random Orte, wo einfach Müll rumliegt. Und ja, hier liegt verdammt viel Müll rum und werde einfach sammeln. Ich bin so gespannt, was da zusammenkommt. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Müll es am Ende geworden ist, schaut euch das Video komplett an. Ich kann mir aber schon denken, dass es eine ganze Menge sein wird. Ich habe mich nochmal an den Laptop gesetzt, um einfach nochmal zu gucken, wie viel Müll weltweit anfällt. Derzeit sind es laut Bericht etwa 2 Milliarden Tonnen Müll. In 2050 dann rund 3,4 Milliarden. Das muss man sich mal reinziehen. Größter Müllproduzent sind derzeit die USA mit 624.700 Tonnen Müll pro Tag. Von diesem ganzen Müll werden unter 10% nur recycelt. Das heißt, der Rest ist einfach Abfall. Ich merke jetzt schon, das ist so ein krasses Thema. Diese Statistiken drehen sich um den kompletten Müll auf der Welt. Was jetzt der Sinn dieses Videos ist, einfach auf kleinen Stellen zu zeigen, wie viel Müll da zusammenkommt. Ich verstehe es nicht, warum Leute jetzt zum Beispiel, wenn ich Leute hier am Strand sehe, hingehen und ihr Müll liegen lassen. Sei es auch irgendeine Wiese im Park, irgendwas im Wald. Ich verstehe nicht, warum der Müll nicht mitgenommen wird. Das größte Problem ist nicht mal der Müll, der von den Menschen irgendwo zurückgelassen wird. Das größte Problem, was den Plastikmüll in den Meeren und somit auch an den Stränden betrifft, ist die Fischerei. Es gibt eine richtig geile Doku dazu, Seaspiracy auf Netflix. Ich kann die jedem nur empfehlen. Traurig zu sehen, was Fischkonsum auf diese Welt für Auswirkungen hat. Was sie für Auswirkungen haben wird bis 2050, sind unglaublich. Ich werde heute auf jeden Fall 1, 2 Strandbereiche abchecken und ich bin so gespannt, was da alles zusammenkommen wird. Es wird auf jeden Fall eine Menge sein, safe. Was ich auf jeden Fall vorab festhalten will, ist, dass das jetzt nicht so ein Video sein soll, oh, ich bin ein toller Mensch, ich benutze kein Plastik. Das Ding ist, sogar hier benutze ich mehr Plastik als in Deutschland. Die Menschen haben hier keinen Pfand, hier ist alles in Plastik. In Deutschland habe ich, sage ich mal, nur Wasser aus Glasflaschen getrunken. Das geht hier zum Beispiel gar nicht, weil hier einfach alles Plastik ist. Wird für mich auf jeden Fall auch ein Grund sein, hier nicht mein Leben lang leben zu wollen. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade, dass zumindest in südlichen Ländern es einfach keinen Pfand gibt. Und wenn ihr hier langfahrt, die Straßen sind so vollgemüllt. Also jetzt nicht direkt in den Städten, wo der Tourismus ist, sondern eher außerhalb. Da sind echt Plastikhaufen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen ist dieses Video einfach für mich kleiner Respekt hier an dieses Land, vor allem an diese Natur. Einfach ein bisschen was tun, was sammeln. Vielleicht inspiriere ich jemanden damit, das Gleiche zu tun, was ich mir von Herzen wünschen würde. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle Gäste auf dieser Erde und wir können auch ein bisschen Gutes tun. Wort zum Sonntag. Peace. So. Müllbeutel sind am Start. Auch lustig, dass Plastikmüll in Plastikbeuteln gesammelt wird. Oder was sagst du, Arsch? Mal gut posen. Gut posen und so, yeah. So, yeah. Plastikmüll sammeln? Auf jeden Fall, die Plastikbeutel sind am Start für den Plastikmüll. Jetzt wird gepackt. Es wird gepackt. Es hört sich an, als wenn ich so ein 10-Stunden-Abenteuer mache, Arsch. Das kommt jetzt in den Turmbeutel und dann geht's mit dem Scooter ab zum Beach. Falls ihr euch fragt, warum ich eine Regenjacke anhabe, hier auf Kreta bei über 20 Grad. Mein Körper hat sich so doll an das Wetter schon gewöhnt und es ist windig heute, also mir ist auf jeden Fall ein bisschen kalt. Ich schwinge mich jetzt auf den Scooter und dann geht's ab zum Strand. So, ich bin jetzt beim ersten Bereich angekommen. Ziemlich wellig heute. Das ist jetzt hier kein direkter Strandbereich. Ich wollte mir erstmal was anderes raussuchen. Ich werde jetzt hier einmal ein bisschen hoch und runter laufen und ich bin mal gespannt, was ich hier auf dieser kleinen Fläche, da wo das silberne Auto kommt, bis da zum weißen Auto. Das ist eine ganz kleine Fläche. Ich bin gespannt, was hier schon alles zusammenkommt.
Als ich anfing, die ersten Schritte zu laufen, fühlte sich alles schon ein bisschen weird an, einfach hier mit einer Mülltüte rumzulaufen und vor irgendwelchen fremden Leuten da Müll zu sammeln. Im Hintergrund übrigens ist ein Parkplatz und auch mein Fitnessstudio, also die Leute können alle rausgucken. Wenn ich schon solche Bilder sehe, dann, dass einfach solche Sachen rumliegen, realisiere ich schon, warum ich das Ganze mache. Das ist echt heftig, was ich jetzt alleine schon in, keine Ahnung, 5 Minuten zusammen habe. Crazy. So, das ist jetzt die erste Ausbeute. Ich hoffe, man versteht mich hier ganz gut. Das ist echt windig heute. Ich habe mich auf jeden Fall umentschieden. Ich werde mich immer auf einen Ort fokussieren, wo ich dann sammeln werde. Ich hätte niemals gedacht, dass das so viel jetzt schon ist. Und ich bin gerade mal die Hälfte von diesem eigentlichen Ort, den ich machen wollte, jetzt abgegangen. Ich werde jetzt nochmal die nächste Hälfte abgehen, den Rest zusammensammeln und einige Sachen kriegt man gar nicht mehr aus dem Boden raus. Und das ist so krass, wie viele verdammte Netze hier rumliegen, einfach vom Fischfang oder so. Das ist echt heftig zu sehen. Traurig auf jeden Fall, das einmal jetzt so in der Menge zu sehen, was da zusammenkommt. Nächstes Video werde ich mal sogar mit der GoPro ein bisschen im Wasser tauchen gehen oder so und dann mal gucken, was da so alles zusammenkommt. Krass auf jeden Fall. Stellt euch mal vor, das würde jeder Mensch nur einmal im Monat machen, in dem Ort, wo er wohnt. Nachdem die erste Hälfte dann fertig war, bin ich die andere Hälfte abgelaufen, wo ich mich hier die ganze Zeit nur bücke. Das sind meistens kleine Sachen, die ich nur aufhebe. Ich muss jetzt hier gar nicht anfangen, was Mikroplastik und so alles im Meer auslöst und was aus abertausenden Kilos von Mikroplastik werden kann. Ich glaube, die ganzen Plastikstrudel hat jeder bestimmt schon mal gesehen im Internet. Und genau solche kleinen Sachen werden irgendwann zu solchen Strudeln. Ja, der im Auto hat auch ziemlich komisch geguckt, was ich da mache. Und wieder ein Deckel. Und wieder ein Netzstück. Und wieder irgendein Netzstück. Es ist so unglaublich, wie viele Netze hier rumliegen. Und ab hier unten wird es komplett wild. Irgendwelche riesigen Eisensachen, die ich nicht identifizieren kann, die da wahrscheinlich schon seit einem Jahrzehnt rumliegen. Ein riesiges Fischernetz, ein ganzes Fischernetz sogar. Überall diese Flaschen, diese Styropor, diese ganzen Drähte, die irgendwo rumgucken. So, es war auf jeden Fall gut anstrengend gewesen, da rumzukraxeln. Auf jeden Fall zu sehen, was hier einfach für eine Scheiße zusammenkommt. Und ich bin echt jetzt nur einen kleinen Bereich hier gelaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt alleine hier schon so viel zusammenkommt. Das ist echt krass. Ich hoffe, das Video konnte mal einen Einblick geben, wie extrem dieses Müllthema einfach ist. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich hier nur auf einer Insel bin. Überall, wo Wasser ist, werden vor allem diese Netze, diese verdammt vielen Netze, die hier rumlagen, oder Netzteile von irgendwelchen Fischerbooten, das wird überall... Ey, entspann dich mal, Kumpel. Mach das Auto. So ist fein. Ich habe 3 Säcke jetzt voll gemacht. 60 Liter Säcke. Es war nicht alles Kleinkram, das meiste war aber Kleinkram gewesen. Kleinkram heißt irgendwelche kleinen Flaschen, irgendwelche Deckel, irgendwelche Kondome lagen rum. Da lag einfach alles rum. Alles. Irgendwelche vom Auto, ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendwelche Zündkerzen. Irgendwie sowas in der Art. Traurig auf jeden Fall zu sehen, wie einige mit der Natur umgehen oder einfach wie die auf die Natur spucken. Ich weiß nicht, warum man die Sachen nicht einfach wegschmeißen kann. Da sind Mülltonnen direkt, da waren Mülltonnen gewesen, die waren von dem Ort, wo ich war, vielleicht, lass es 20 Meter entfernt sein. Da waren große Mülltonnen, wo du alles reinwerfen kannst. Ich weiß, dass ich zu 100% sowas öfter machen werde. Ich werde jetzt nicht jedes Mal eine Kamera mitnehmen und mich dabei filmen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich die GoPro mitnehme und unter Wasser einfach mal ein bisschen tauche und gucke, was da so abgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein krasses Thema ist, aber ich werde auf jeden Fall noch bewusster umgehen mit diesem ganzen Thema, was ich vorher schon gemacht habe, aber jetzt auf jeden Fall noch doller.
Leute, schmeißt nicht euer Müll überall hin. Habt Respekt vor der Natur. Die zahlt uns auf jeden Fall doppelt und dreifach zurück, wenn wir sie nicht respektieren. Vergesst nicht, am Sonntag kommt der dritte Teil von dem Auswandervideo. Der wird darum handeln, der erste Morgen nach der Nacht auf der Fähre plus die Fahrt zum nächsten Hotel. Schaut es euch einfach an, am Sonntag geht's weiter. Teil Nummer 3 von der Auswanderung. Ich bin erstmal wieder raus. Peace.